Hallo! Hallo. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ja, fast, ne? Oder? Ja. Deswegen haben wir euch auch was mitgebracht. Das machen wir gleich am Anfang der Sendung euch darauf hinweisen, dass wir das Ding hier auspacken. Was ist denn das? Das ist tatsächlich die erste Version, also nicht die erste Version, das klingt ja irgendwie so, als gäbe es mehrere Versionen, sondern das ist die erste Collectors Edition von Elex 2, die wir jetzt quasi bekommen haben, sozusagen. Prototyp oder sowas, ne? So, Ja, eigentlich ist die, also genau so, wie ihr die auch bekämt, würdet ihr die haben, aber ist halt noch kein Spiel drin. Da ist was, das zeigen wir gleich, ne? Genau. Gut, okay. So, du musst halt nicht die ganze Zeit festhalten, ne? Weil das machen wir gleich. Ja. Tun wir mal hier an der Seite, so, ja. Schön schwer, das Ding. So, ja, was ist denn Weihnachten? Christmas 2021. Wir sind zwei Piranhas und erzählen euch ein bisschen was über unser Spiele machen, Gedöns und so weiter. Und Weihnachten ist immer irgendwie besonders, ne? Warum? Ich finde das immer schön. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich krieg mal ein Geschenk. Ja, aber es ist auch so eine Zeit irgendwie, wo man so ein bisschen, also eigentlich sollte es ja ein bisschen besinnlich sein, ne? Ist das nicht besinnlich dieses Jahr? Doch schon. Der Gedanke, der mich streifte, Ja, Stroff. war, dass es ja schon mehrere Zwangspausen gab in diesem Jahr, die auch theoretisch hätten besinnlich sein können, wenn man nicht so viel zu tun gehabt hätte, so ungefähr. Ja. Und jetzt in der Weihnachtszeit, da kann man noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen und sich auf sich selbst besinnen und sich gegenseitig eine Freude machen. Ja. Und was Leckeres essen. Wenn man, ja, alle Weihnachtsgeschenke zusammen hätte, dann würde man so ausgeglichen da sitzen wie die Jenny. Und wenn man das nicht hat, dann sitzt man so wie ich hier. Und macht gute Miene zum bösen Spiel. Nein, ich habe noch gar nichts. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen concerned. Aber macht ja nichts. Wie feiern wir Weihnachten? Als ich ein Kind war, da habe ich Weihnachten immer geliebt. Ja. Aber ich mochte auch sehr gerne Silvester. Denn zu Silvester gab's immer Raclette. Ah, genau, richtig. Und jetzt, wo ich ein erwachsener Mensch bin, habe ich gedacht, Mensch, dann verbinde doch das eine mit dem anderen. Deswegen gibt's jetzt zu Heiligabend Raclette. Und zwar immer. Wenn ich mich zurückerinnere, ne? Raclette ist ja, machen wir. Solange keiner widerspricht halt, ne? Jo, ne? Man kann ja auch Fondue machen oder sowas, ne? Aber das ist alles so eine fettige Angelegenheit, ne? Ja, obwohl ein Kumpel von uns, der tut auch Cabanossi mit Fondue-Käse da, ne? Nicht Fondue, sondern Raclette-Käse ins Gerät, ne? Es gibt ja auch immer Raclette-Käse und Raclette-Käse. Stadionwurst ist mein Gemüse. Ja, genau, ja. Der eine ist so, irgendwie nimmst du einfach den Gouda und tust den aufs Pfännchen und das nächste ist irgendwie dieser fette Raclette-Käse in die Wurst. Auf die Wurst, ja, so, ne, also auf jeden Fall. Ja, also Brat ist jetzt nicht so meins, ne, muss ich ja sagen. Aber ja, das machen wir halt. Das ist ja das Schöne an Raclette, dass jeder das so machen kann, wie man will. Wie bei einem Rollenspiel. Ja. Was liegt denn dieses Jahr bei uns unterm Baum? Zocken wir was? Guck mal, ich kann es ja so rauskitzeln, ne, was sie da jetzt irgendwie vorbereitet hat. So. Also ich weiß mindestens schon mal eins. Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ne? Nee, darf man noch gar nicht erzählen. Ach, hast du doch was besorgt, oder? Nein, du hast besorgt, aber ich habe nachgeguckt, was das ist. Weil der Scheiß ist nämlich, ne? Wo bestellt man das, ne? Das macht man ja eigentlich immer so online, ne? Entweder hat man seinen eigenen Account, so, bei eBay, Amazon, Ubisoft, Uplay, Steam, was weiß ich, ja? Oder man hat so ein Sammelding, ne? So ein Familienäumel. Und wenn der eine jetzt, stellen alle über denselben Account. Ach so, guck mal, für wen ist das denn? Ach, nix. Hä? Der Weihnachtsmann hat mir verraten. Ja. Es gibt auf jeden Fall was zu zocken für die Kinder. Oh ja. Das meinte ich auch übrigens. So. Ja, das meinte ich.
Ja, was kriegen Gut, die Kinder dass unsere Kinder unser Format nicht gucken. Die das überhaupt nicht interessiert. Ja, das stimmt wirklich. Das interessiert die nicht. Ja, Mama und Papa sind im Fernsehen so. Ja, Schaut ja. mal was anderes an. Ja, das ist echt so. Ja. Okay. Genau. Ja, Was kriegen die denn jetzt? das verrate ich doch trotzdem nicht. Ach so. Stell dir mal vor, Zufall. Aber für die Switch, ne? Ja, Ja, das können wir schon mal sagen. genau. Gut. Und ja, und wir selber? Was zocken wir denn? Darüber habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht, muss ich ehrlich Eigentlich sagen. müssten wir mal Cyberpunk durchspielen. Wir sind irgendwo bei 80% oder so, ne? Ja. Von der Hauptstory und Ja. hängen da irgendwie fest, ne? Also Ja, ist das liegt aber daran, weil ich gedacht habe, bevor die Geschichte zu Ende geht, machst du noch mal alles andere. das heißt so nach, weiß ich nicht, 3 Monaten oder so 81%. Nochmal 3 Monate 82%. Ja, dann soll ich ein Stück Hauptstory spielen? Ja, gut, ich komme gleich. Und dann spielst du doch noch irgendwie. Dann mache ich doch nicht. Noch Nebenquests, ja, genau, ne? das ist Ja, so solche wie Dinge. gemacht, Random Quest 32, Random Quest 33. Ja. Dann bin ich total overpowered und gehe dann weiter. Das finde ich total gut. Aber ich glaube, ich spiele noch ein bisschen Elex 2 zu Weihnachten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, das macht Sinn. Da bin ich auch noch mittendrin. Ja. Beim, Also es wäre jetzt der 3. Run, den ich mache. ja. Ne? Und das macht schon Spaß. Super. Da habe ich aber dasselbe Problem. Ich muss erst jede Blume pflücken. Das ist ja auch gemein, ne? Die Leute sagen jetzt irgendwie, ihr Schweine, weißt du, ihr könnt da schon zocken. eigenen Spiel. Ja, aber immerhin haben wir ein Release-Datum. Hey. Ja, wir gucken uns das nochmal genau an, auf Herz und Nieren und Genau. machen die Freizeit zur Arbeit irgendwie so ein bisschen. Ne? Genau. Ja, das macht schon Sinn. Das ist schon ziemlich cool. Was wünschen wir uns denn für Weihnachten? So allgemein durch die Krise zu kommen? Ja, genau. Na? Dass die Menschen ein bisschen netter zueinander sind, Ja. würde ich mir wünschen. Dass ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander genommen würde ich mir wünschen. Dass jeder vielleicht ein bisschen zufriedener mit sich selbst sein kann und sich selbst das Leben nicht so schwer macht, würde ich mir wünschen. Und einen positiven Ausblick auf das, was da dann kommen mag. Genau. Und was machen wir in den Ferien? So? Im Gegensatz, also außer Zocken? Ich glaube, das wird diesmal ziemlich heimelig. Mhm. Ne? Also weg geht Kann man ja nicht viel machen dieses Jahr. Ne? Nee, Gut. Wir machen das Beste draus, soll das heißen. genau. Ne? Gut, okay. Kekse backen. Kekse backen, genau. Richtig. Kekse So was. backen. Ja, sollen wir uns mal irgendwie... Wir machen mal Bescherungen so vorziehen, ne? Genau. Würde ich vorschlagen. Also, diese Box hier, die kann man momentan tatsächlich kaufen. Aber noch nicht bekommen, ne? Das muss man dazu sagen. Also geliefert werden die erst am 1. März, da wo man auch unser Spiel kaufen kann. Und diese Collectors Edition, Wo kann man das denn kaufen? das kann man kaufen in THQ Nordic Store zum Beispiel. Aber wenn ihr wählen wollt, könntet ihr einfach auf unsere Website gehen. Das ist elexgame.com. Genau. Und dort unten kann man wählen, von wo man das bestellen will. Und immer wenn ein Store dazukommt, das ist noch im Prozess, dann wird der damit angezeigt. Und da kann man auch die Plattform wählen. Oh. Genau. Also. Oh je. Ja, geht Diese schon gut los. erste Box hat noch keine Umverpackung. Die Originalen, die ihr dann geliefert bekommt, die hätten eine. Aber diese hier, die haben wir in Einzelteilen schon mal vorab gekriegt und haben die selbst zusammengebastelt. Darum hat die jetzt keine Umverpackung. Es ist natürlich schon auf. Also einmal ist hier dieses Steelbook drin. Da werden alle fragen, was ist denn da drin, wenn man die PC-Version kauft? Also normalerweise ist da eine DVD mit bei, die jetzt hier nicht mit bei ist, weil ihr wisst ja, unser Spiel ist noch nicht fertig. Also, Steelbook, ne? Kann man hier sehen. Spiel ist noch nicht fertig, genau, ist noch nicht drin. Ja, Ja, stimmt. Wann kommt das denn? am 1.3. Ja, hoffentlich. Ja. Doch, das wird klappen. Ja. Genau. Steelbook. Ach so, und viele haben gefragt, ist denn auch eine DVD drin oder nur ein Code? Es wird ein Steam-Code und eine DVD drin sein. Das ist jedenfalls die letzte Information, die wir haben, so dass man das auf Steam aktivieren Und die muss. gibt's für alle Plattformen, die wir haben. Das heißt, ihr Korrekt. müsst das angeben. Ja, unten gibt's so ein Pop-up-Menü, irgendwie so ein Selektor. Da könnt ihr die Sachen eingeben und dann kriegt ihr auch die entsprechenden
Sachen angeboten. Genau, und wenn ihr jetzt sagt irgendwie, ja, ich kann da aber nur eine PlayStation 4 Version bestellen, ich habe aber eine PlayStation 5, macht nix. Die ihr angebt, die Version bekommt ihr auch, bekommt ihr quasi dieselbe Box, aber das Spiel für die Konsole, die ihr habt. Upgrade sozusagen. Genau. Ne? Das heißt, PlayStation 5 gibt's ein Upgrade dafür. Ja. So, was haben wir da noch? Genau, dann haben wir einmal den Soundtrack vom Spiel. Genau. Auf 2 Discs sogar. Ja, weil wohl viel, ne? Und Viel Musik im Spiel. Ja. Das sind so die ganzen verschiedenen Hintergrundsongs zu zum Beispiel mit Begleitern. Genau, die Gefährten, ne, die haben alle ein eigenes Musikthema. Das ist hier aufgelistet. Dann die entsprechenden Hauptquartiere, wo die Berserker, Outlaws, Morcons, Alps und Kleriker zu finden sind. Dann noch die Länder, in denen sie rumrennen und so. Dann noch sowas wie Intro, ne, was dann am Ende passiert, Zeugs und so weiter. Also 1,5 Stunden oder irgendwie über eine Stunde auf jeden Fall. Musik ist hier drauf. Genau. Dann fand ich aus dem Spiel besonders cool. Wir haben im Spiel, auch in Elex 1, ein Radio im Spiel gehabt und da liefen Songs. Wir wurden super oft gefragt, wo kann man die denn bekommen? Und es gab die nie. Und auch in Elex 2 wird es wieder ein Radio geben und in diesem Radio werden Songs gespielt und alle diese Songs, die Björn gemacht hat, sind auf dieser CD. Genau, richtig. Das ist so ein Konzeptalbum, was ich mal gemacht habe. Das ist tatsächlich sehr lange her, dass ich das gemacht habe, dieses Ding. Nennt sich Cassandra, nannte sich immer schon Cassandra und ist 25 Jahre alt, kann man sagen. Und behandelt schon die Grundidee von dem, was Elex 2, die Geschichte davon. Ja. Und und das ist halt, auch im ersten Teil waren schon die Radiosongs von mir alle. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, okay, packe ich das einfach mal auf eine CD, weil es ein Konzeptalbum ist und die Sachen, die könnt ihr dann da finden. Das sind die Radio Orbit Songs from Elex 2. Das ist ganz cool, wenn man sich die von vorne bis hinten durchhört. Das habe ich natürlich auch schon vor 10 Jahren gemacht. Dann erzählt die eine Geschichte. Muss man mal ein bisschen aufpassen. Ja. Dann haben wir diesmal ein etwas größeres Artbook. Boah. Ja, genau. Warum? Weil viele gesagt haben, ja, aber es ist irgendwie so schade, dass nur Bilder drin sind. Wäre doch cool, wenn ihr noch was dazu erklärt. Genau. Man kann ja einfach mal ein bisschen gucken hier. Ne? Das ist ziemlich Hardcover-Gedöns. Ne? Sehr viele Sachen, die man da finden kann. Sehr viel zu den Locations. So. Und bevor wir hier spoilern, kann ich ja mal ein bisschen so mal durchblättern. Gibt auf jeden Fall sehr viel Zeug, was man da alles finden kann in dem tollen Artbook. Genau, mit Bildern und Text und uns. Genau, das ist also ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Da findet ihr noch ein paar Hintergrundinformationen und sehr viel zu dem, wie wir es denn gemacht haben. Das ist ganz cool geworden. So, jetzt kommen wir zu dem... das sind noch 2 Sachen drin. Jetzt muss ich das mal irgendwie rausbringen. Ich halte mal fest, den Karton. Jetzt. So. Danke. Okay. Also, ich werde den mal hinlegen, weil dann kann ich das besser lösen. Kriege ich ihn auch später schön wieder zusammen. Ja, jetzt könnt ihr auch schon mal sehen, wie ihr das auspackt am besten. Eigentlich total einfach. Ihr könnt es auch auseinanderrupfen, weil die Verpackung braucht ihr vielleicht ja nicht mehr, vielleicht aber auch doch. Und das hier ist die Figur. Krass. Genau, das Coole ist, der ist, finde ich, relativ unempfindlich. Na, ich weiß nicht. Ich halte ihn gerade. Ja gut, wir müssen ja jetzt nicht durch die Gegend schmeißen, ne? Aber ich fand schon, vom Material her ist der ist so recht stabil. Ja. Und ist ein Alp. Riecht so wie die Actionfiguren von damals irgendwie. Ich glaube, das Material ist auch so. Ja. Das ist so ein bisschen... Ich riech das gar nicht. Nee? Nee. Okay. Hast du keine Actionfiguren gehabt? Ich habe einmal eine schlechte Nase. So. Das ist echt geil, das Ding. Wunderbar. Ja. Und genau, der ist ist am Schießen. Stellen wir den am besten mal da oben hin. So, auf unser
Okay, und dann hier, last but not least, irgendwie, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist aber gut verpackt hier. Mhm. Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. So, oh nee, das ist ja praktisch. Das ist so ein wieder Zumachttütchen, sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch so einen Schlüsselanhänger. Das hier ist auch recht dick. Das ist so ein Schlüsselanhänger mit dem Zeichen. Na, erkennt ihr es? Was ist es? Das sind die Kleriker. Das sind die Kleriker, Das sind ja. die Kleriker. Ja, kann man sich auch um den Hals hängen. So, ne? Kann man machen. Ist cool. Das war meine Lieblingsfraktion in Teil 1. Mhm. Tatsächlich. Ne? Die hat noch coole Klamotten an. Habe ich schon mal erwähnt. Ja, werden sie jetzt auch haben. Die werden jetzt auch coole Klamotten haben. Nämlich auch wieder eine Fraktion, der man sich anschließen kann. Eine von 5. Ne? Genau. Ja. Und das Ding ist auch... Mit dabei. so sieht's aus. Ja, so. Wunderbar. Also, da wisst ihr jetzt, was drin ist. Ist ja schon mal angedeutet gewesen in unserem Trailer. Ist Wisst ja ihr Bescheid? Collectors Edition Trailer und Und die dürfen wir jetzt behalten? nee. Die dürft irgendjemand von euch, der beim Gewinnspiel mitmacht, kriegt das. Jetzt weiß ich noch nicht, bis wann das Gewinnspiel geht. Also, ich glaube, im Dezember endet das Gewinnspiel und ein Gewinner bekommt dann diese Collectors Edition. Natürlich kriegt derjenige auch noch das Spiel. Das schicken wir dann natürlich danach. Wenn wir es dann haben. Ne? Richtig, So, in Bunt und Farbe. genau. Ja. So. Gewinnspiel auf Social Media findet das gerade statt. Genau. Rund um das Friendly Fire. Was schon vorbei sein wird, wenn diese Sendung läuft. Ja, aber diese Box wird zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dann nicht mehr so aussehen, weil nämlich im günstigsten Fall alle vom Friendly Fire darauf unterschrieben haben werden. Das heißt, die müssen wir wieder einpacken jetzt schön und da müsst ihr ja nicht dabei sein. Ne? genau. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Genau. Ja, schöne besinnliche Tage und ja, lasst den Kopf nicht hängen, kommen wieder bessere Zeiten. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Können wir den jetzt nicht stehen lassen für die nächsten Sendungen oder müssen wir den wieder einpacken jetzt sofort? Den können wir stehen lassen für die nächsten Sendungen. Ja, ne? Weil noch müssen wir ja nicht wieder abgeben. Nein, wir tauschen den dann einfach irgendwann aus oder so.